Namaste! Herzlich willkommen auf Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, dass der Kanal die 100 Abonnentenmarke geknackt hat und ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich habe den Kanal im September aufgemacht und seitdem haben 100 Leute beschlossen, meinen Content zu abonnieren. Noch viel mehr gucken regelmäßig zu und ich freue mich einfach so sehr darüber, dass ihr alle dabei seid, dass ihr meinen Content interessant findet und dass ihr mich auf dieser spannenden Reise begleiten wollt. Also habe ich mir gedacht, um das ein bisschen zu feiern, machen wir heute ein anderes Video. Ich würde euch gerne ein bisschen was von mir erzählen und ich dachte, was wäre dazu besser geeignet, als euch davon zu erzählen, wie so meine Reise mit dem Tanzen ausgesehen hat, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, was ich noch lernen möchte, was mich interessiert. Ich wollte euch ein paar Auftritte zeigen und euch einfach ein bisschen an meiner Begeisterung für indischen Tanz teilhaben lassen. Also, wie hat das damals bei mir angefangen? Es war Ende 2012. Ich war nicht so glücklich mit meinem Körper. Ich wollte gerne ein bisschen was Aktiveres machen und dachte mir so, tanzen ist cool, weil das macht Spaß, du merkst gar nicht, wie du angestrengt bist, wie du Fett verbrennst, weil du einfach Spaß hast, der Musik zuhörst und dich bewegst. Und ich habe erst kurze Zeit davor durch einen Freund Kontakt in die indische Community in Chemnitz bekommen und war dann eben auf deren Diwali-Fest dabei, wo ich diese deutsche Tanzgruppe tanzen gesehen habe. Und ich war wirklich total begeistert, weil ich die Musik so toll fand und wie die sich dazu bewegt haben. Ich meine, man hat schon gesehen, es sind keine Inder, es sind keine Profis, aber die hatten so viel Spaß an der Sache, dass ich mir gedacht habe, okay, ich frage die jetzt einfach mal, ob ich da mitmachen kann. Und die waren sofort begeistert und die haben sich so gefreut und haben mich sofort zum Training eingeladen. Und kurze Zeit später bin ich dann halt auch dorthin gekommen. Und ja, habe mich erstmal gefühlt wie der totale Noob, weil ich halt gar nichts konnte. Die haben mir dann so den Grundschritt beigebracht, den sogenannten Chicken Step. In der Tanzgruppe hieß das immer der Humpelschritt. Und ja, dann ging es gleich los. Also ich wurde da gleich in meine erste Choreografie reingeschmissen und habe dann halt daheim Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass ich die Schritte lerne. Und als ich dann das nächste Mal da war, weil ich dachte, das ist ja mega peinlich jetzt, so schlecht wie ich mitgekommen bin am Anfang, wenn ich das dann auch noch so schlecht umsetze nach einer Woche Übung. Nee. Also habe ich geübt und geübt und geübt und das nächste Mal kam ich dahin und konnte das halt mega gut. Und die waren alle so, boah, die konnten es gar nicht glauben. Und ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie menschlich einfach gut gepasst. Die Leute dort waren alle älter als ich, bis auf eine. Ansonsten waren die so Ende 30, Anfang 40, teilweise auch Anfang 50. Ja, und wie gesagt, eine war jünger als ich, die war damals 16 Jahre alt, süße 16. Die liebe Jenny, die kennt ihr vielleicht auch schon. Ich verlinke mal hier oben zu ihrem Kanal. Naja, auf jeden Fall, ich war noch nicht lange dabei, ungefähr einen Monat, als es hieß, ja, wir haben nächste Woche einen Auftritt. Und ich dachte mir so, ja, okay, cool, die treten dann so auf, ne? Und vielleicht komme ich auch und mache mal ein paar Bilder oder sowas. Ja, und dann wurde ich gefragt, welches Kostüm ich denn anziehen will. Ich so, wie, was? Naja, du bist doch auch mit uns auf der Bühne. Ich so, was? Nein. Doch, klar, komm, du kannst das so gut mittlerweile. So, okay. Hab mir dann schnell über eBay ein Kostüm besorgt. Das blende ich euch mal hier ein. Da war ich echt überrascht, dass die mich auf der Bühne schon dabei haben wollten, weil ich halt erst so kurz dabei war. Aber die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, naja, schmeißen sie einfach ins kalte Wasser und dann kriegt ihr das schon hin. Und im Prinzip war es dann auch so. Ich war so dermaßen nervös vor diesem Auftritt. Es war unglaublich, vor allen Dingen, es gab eine Stelle, da haben wir die Formation ein bisschen gewechselt und dann sollte ich vorne stehen für eine gewisse Zeit und vorne tanzen, so in der ersten Reihe. Und ich dachte so, oh Gott. Ja, seht selbst, wie das ausgegangen ist. Auf jeden Fall, das hat richtig Spaß gemacht. Auf der Bühne zu stehen, Applaus zu kriegen für das, was man macht, zu dieser coolen Musik zu tanzen, das fand ich richtig toll. Und entsprechend hat sich das dann einfach so ergeben. Ich war bei fast jedem Auftritt dabei. Ich war ja Studentin, hatte Zeit und ich habe es so genossen. Das war ein deutsches Publikum, also das heißt, die haben ihre Begeisterung nicht so gezeigt. Zumindest nicht so, wie die Inder das gerne tun.
Die rasten nämlich immer so richtig aus, wie man hier ganz gut hören kann. Ich glaube, der krasseste Moment für mich war in dem Jahr, als ich beim Diwali in Chemnitz auf der Bühne stand, weil das war das erste Mal, dass das in der Mensa stattgefunden hat und da passten fast 1000 Menschen rein und die Mensa war voll. Also da waren 700, 800 Menschen drin und wir gehen auf die Bühne, die ersten Töne unseres ersten Liedes ertönen und mir kommt eine Wand von Jubelrufen und Applaus entgegen. Das war unglaublich. Ich stand da, ich hätte fast meinen Einsatz verpasst, weil ich so geflasht war davon. Also, das ist unbeschreiblich. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es war einfach der absolute Wahnsinn. Ich dachte, das will ich wieder haben. Und entsprechend habe ich mir Mühe gegeben, das auch immer wieder zu bekommen. Ich war seitdem bei jedem Diwali in Chemnitz dabei, das stattgefunden hat, und es ist jedes Mal wieder wie Heimkommen, wie Ekstase. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wirklich. Ansonsten haben wir bei vielen kleineren Sachen auch getanzt, also ganz viele Nachbarschaftsfeste, beim Stadtfest in Chemnitz, auch außerhalb von Chemnitz haben wir ein bisschen getanzt. Naja, und dann bin ich irgendwann nach Berlin und da hatte ich dann leider keine Tanzgruppe mehr. Ich war immer mal wieder bei verschiedenen Projekten dabei, von verschiedenen Vereinen. Das waren aber alles keine festen Tanzgruppen, das war wirklich immer nur für dieses eine Projekt, zum Beispiel für Diwali oder für Holi oder für irgendetwas anderes Tolles. Und ich war Teil einiger Tanzgruppen hier in Berlin, aber ich habe mich mit keiner so wirklich identifizieren können. Beziehungsweise es hat einfach menschlich teilweise nicht gepasst oder auch von der Art zu tanzen. Deswegen bin ich seit einigen Jahren im Prinzip solo unterwegs und tanze gelegentlich noch, wenn wir es halt beide zeitlich schaffen, mit meiner Freundin Jenny zusammen. Ich bin übrigens jedes Mal richtig erstaunt, wenn ich die alten Videos angucke, wie wenig ich damals auf Schminke, Schmuck und sonstige Accessoires Wert gelegt habe. Dabei denke ich heute, dass es ein echt wichtiger Teil bei so einem Auftritt ist. Ich habe in der Zwischenzeit ganz viele Workshops besucht, sowohl in Berlin als auch online, als auch in Hamburg bei den India Dance Days. Habe halt versucht, mich weiterzubilden, habe halt über die Jahre auch festgestellt, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zu tanzen. Ich habe mich da dann so ein bisschen entwickelt in Richtung indische Volkstänze, die machen mir am meisten Spaß. Ich habe auch das Gefühl, dass es mir am besten liegt. Und Mudra. Mudra mag ich auch sehr. Mudra hat sich im Prinzip entwickelt aus den Tänzen, die an den Mogulhöfen getanzt wurden. Es ist ein bisschen Kathak inspiriert und so ein bisschen weiblich frech, aber auch sehr unschuldig, sehr süß, so ein bisschen diese Mischung. Ja, und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Ansonsten hat sich durch Corona jetzt erstmal ergeben, dass alles online stattfindet. Also ich hatte in diesem Jahr 4 Auftritte. Einmal habe ich bei einer Competition teilgenommen, einmal bei einem Durga Puja und bei 2 verschiedenen Diwali-Festivals von verschiedenen Organisationen. Und ja, harren wir der Dinge, die da kommen. Keine Ahnung, was noch passiert. Wir wissen es nicht, aber naja. Ich glaube, mein Highlight bisher mit dem Tanzen war, als wir in Indien getanzt haben, bei einer Hochzeit von einer sehr guten Freundin von mir, Lucharu. Und das war einfach so ein cooler Moment, vor Indern in Indien zu tanzen, auf der Hochzeit von jemandem, der mir unglaublich nahe steht, und ein Lied für diejenige zu tanzen, das halt auch sehr emotional ist. Das war einfach ein unglaublich schöner Moment, wie die ganze Hochzeit, aber das war vom Tänzerischen her halt schon so ein kleines Highlight. So, ich hoffe, euch hat diese kleine persönliche Episode gefallen. Gebt mir doch mal Rückmeldung dazu, soll ich sowas öfter machen? Macht ihr selber auch indischen Tanz oder interessiert euch das nicht so sehr? Interessiert ihr euch nur für die Filme? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, es würde mich echt interessieren. Vielleicht ergibt sich ja dann auch mal was daraus. Wer weiß.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein Like da lasst und den Kanal abonniert, weil jetzt wisst ihr Bescheid, das nächste Ziel ist die 1000, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dann, ja, wart!